Also wenn Mercedes 190 SL, und das ist hier ein 190er, dann den hier. Und genau das zeigen wir euch gleich. Das ist mit Ausnahme von einem Auto, ich habe vor 30 Jahren auch mal einen ganz originalen verkauft, der war schwarz-rot. Er hier ist blau-rot und weitgehend original und in einem Zustand, das ist ein deutsches Auto. Das ist unfassbar. Also das ist wieder mal ein Highlight meiner mittlerweile 37-jährigen Karriere. Dass sich ein Auto in dem Zustand befindet, hat aber Gründe und die erkläre ich euch gleich. Und sowas gibt es nicht. Der hat komplett innen original, hat größtenteils ersten Lack, ist beulenfrei, kratzerfrei, ich weiß nicht, sonst was frei und läuft. Also so einen schönen 190er, das ist jetzt der zweite in meinem Leben in 37 Jahren. So, dann wisst ihr, was das hier für ein Auto ist. So, das war doch gut, ne? Achso, ich soll gleich, ja, mache ich das. Okay, wenn Paul das sagt, mache ich das. Ja, ihr wisst ja, also nicht jeder Wagen bekommt bei uns die Ehre, direkt vor unserem schönen 500 Jahre alten Hof gefilmt zu werden. Aber das Auto hier ist so einmalig und sensationell. Also ich meine, das ist doch wirklich ein Gedicht. Schaut euch das mal an. Ihr wisst ja vielleicht, unser Gebäude ist über 500 Jahre alt. Ist 1470 gebaut, ist ein ganz toller alter Hof. Da könnt ihr übrigens sehen, das kann euch Paul mal zeigen. Oben im Giebel sind ja immer diese Lüftelmalereien. Und da haben wir eine Rennszene, das ist schon über 30 Jahre alt, so lange hängt das da oben mittlerweile. Habe ich das malen lassen von einem bayerischen Lüftelmaler, der Herren Chiemsee auch gemalt hat. Da kann also jeder erkennen, da sind ja sonst immer Jesusfiguren drin, dass wir hier sind. Und ja, in dem ganzen Stil haben wir diesen Bauernhof eigentlich immer so schön erhalten. Der ist ja auch wirklich toll, die Leute kommen sehr, sehr gerne. Wir haben jetzt gerade am Wochenende hier wieder ein Bentley-Treffen mit 40 Leuten gehabt, die mit ihren Bentleys gekommen sind und mit ihren Rolls-Royce. Ja, und jetzt, heute, habe ich hier einen wirklich sensationellen Mercedes 190 SL. Und jetzt machen wir immer die Sensationsprüfung beim guten Mercedes. Das ist nämlich hier die Türprüfung. So, jetzt kommt mal hier bitte vorbei und hört euch das mal an. Nee, das war jetzt falsch. So, das war nicht richtig. Jetzt hört euch das mal, wie die Tür zugeht. Habt ihr das gehört? Das ist eine perfekte 190 SL-Tür von einem Auto, was wirklich original ist. Und ich finde, dass die Kombination mit rotem, originalen Leder, die ist doch wirklich eine Schau bei dem Auto. Schaut euch das mal an. Dann hier jedes Detail, also erstmal hier zum Spaltmaß. Dann hier unten diese kleine Plastiklippe, die dazwischen zwischen die beiden Karosserieteile gesetzt wird. Entweder ist die verrostet, überspachtelt oder gammelt oder ist ganz vergessen worden. Wir haben sie, so gehört sie original. Und dann ist auch hier der gesamte Chrom. Das ist alles original, ist alles das erste und in einem so fantastischen Zustand, da muss nichts erneuert werden. Das originale Lenkrad, ganz leicht angerissen, könnt ihr hier sehen, aber wunderschön. Also schönere Mercedes-Lenkräder, das Auto ist immerhin über 60 Jahre alt, darf man nicht ganz vergessen. Das ist ein 62er Baujahr. Dann dieses tolle originale Leder, der tolle Teppichboden, schaut euch das mal an. Ja, und warum ist der Wagen in der Qualität? Da gibt es einen Grund für. Das Auto ist 1962 in Wiesbaden bestellt worden, in Wiesbaden ausgeliefert worden. Und dann hat der Besitzer diesen Wagen nach Arosa gebracht. Er hat da eine Villa gehabt oder seinen zweiten Wohnsitz, war ein recht erfolgreicher Unternehmer aus Wiesbaden. Und dann stand der Wagen da immer in der Garage und immer wenn er Urlaub gemacht hat, zweimal im Jahr, ist er gefahren mit seinem Auto. Auch natürlich nur dann, wenn es trocken war und schönes Wetter, so wie heute. So, und wenn man so ein Auto so lange besitzt wie er, ich glaube, das ging bis 1990, wenn ich das richtig weiß, dann ist das Auto in der Qualität. Und glücklicherweise ist das Auto an einen Spezialisten gekommen, der gesagt hat, das Auto, der hatte übrigens damals 29.000 Kilometer. Das heißt also, das Auto ist 1990 mit original 29.000 verbrieften Kilometern verkauft worden. Da war der in dem Zustand, der wusste, was er da dann gekauft hat, dann ist er zurückgekommen nach Deutschland, der Wagen, und ist das Auto weiter sorgsamst bewegt worden. Mittlerweile ist das Auto jetzt in dritter Hand. Er war immer in den besten Händen, hat immer in Top-Garagen gestanden. Man hat immer alles gemacht mit dem Auto, dass er diesen tollen Zustand erhält. Jetzt hat er 114.000 gelaufen, aber befindet sich immer noch in einem Zustand, als ob er vielleicht gerade 40.000 oder 50.000 gefahren ist, mehr nicht. Also ich habe in meinem Leben, ich habe mal so einen Wagen mit 40.000 Kilometern verkauft.
Das ist der zweite, den ich in dieser Qualität so anbieten kann. Und wer weiß, ob ich noch mal so einen bekomme. Also sowas ist so dermaßen selten. Diese ganzen restaurierten Autos gibt es ja jede Menge. Die kosten dann 220.000 Euro. Kostet unser bei weitem nicht. Aber unser Auto ist was Sensationelles und der ist qualitativ einem voll restaurierten Auto aus meiner Sicht absolut überlegen. Weil das hier ist original made bei Daimler-Benz und nicht original made bei Makulski oder was weiß ich bei wem. Und man kann das einfach sehen, weil die Qualität, das ist fantastisch. Das ist original Mercedes. Wir haben den durchgemessen, der hat 80% ersten Lack. Der hat eine völlig rostfreie Karosserie, schaut euch das mal an. So, wenn man sich die ganzen Fluchten ansieht, hier an der Seite hier, das ist ja wirklich alles wie neu bei dem Auto. Also sowas, das kann mich mehr als begeistern. Ich habe das eben schon gemerkt, als ich den Motor angemacht habe. Der läuft auch klasse, der springt schlagartig an. Dann hat er hier oben, da ist ja das Verdeck dahinter. Schaut euch mal diese Persenning an, die ist ja wirklich fast wie neu, nicht? Guckt mal hier, das ist die originale Mercedes Persenning. Also wenn heute einer kommt und sagt, bitte besorg mal einen 190 SL, da bekomme ich wahrscheinlich 30 Stück. Aber das hier, muss ich sagen, Jungs, Wartezeit 20 Jahre. Anders geht das nicht. Weil bis ich sowas mal wieder angeboten bekomme, in diesem authentischen Zustand, und dann auch, wenn der jetzt weiß-schwarz wäre oder weiß-rot oder weiß ich nicht, in diesen ganzen Allerweltsfarben, die es an jeder Ecke gibt. Aber dieses tolle Blau, das ist die Originalfarbe mit dem tollen roten originalen Leder. Das finde ich einmalig. Gibt so nicht wieder. Und wer weiß, ob das nicht der einzige weltweit ist, der so toll dasteht. Mit dieser wunderschönen Farbe. Das ist doch sensationell, das Auto. Ganz witzig, gab ja früher diese ulkigen Wohnanhänger, hat er sich wohl dran gemacht. Hier diesen Haken ist ja auch selten, 190 SL mit dem Anhänger. Aber ich glaube, oft ist er nicht gefahren damit. Müsste man sich vielleicht noch besorgen, so ein kleines Ei da hinten dran, wäre vielleicht ganz lustig. Dieses Blau-Rot, das ist so ein wunderschöner Kontrast. Auch hier von der anderen Seite, Paul zeigt euch das gleich mal, wie wunderschön dieser Wagen ist und wie der jetzt auch gleich fährt. Das werden wir euch jetzt mal demonstrieren. Ja, mittags in Beuerberg heute zu einer wirklich tollen Probefahrt. Mercedes 190 SL ist jetzt vielleicht nicht so die Rarität, aber in dem Zustand hier, so ein Auto gibt es nicht. So, ganz einfach, das kann ich euch so sagen, deswegen macht mir das so eine Freude, könnt ihr meinem Gesicht auch ansehen, weil das sind so Highlights. Ich finde es einfach toll, wenn ein Auto, was 60 Jahre alt ist, genauso rüberkommt, wie damals vor 60 Jahren ausgeliefert. Und das tut er hier. Der hat eine Qualität, also schaut euch mal dieses wahnsinnig irre Armaturenbrett an, das ist doch einfach eine Show. Da funktioniert alles hier. Der hat hier das erste Leder hier vorne dran. Diese wunderschönen originalen Chromspiegelchen sind in einem Top-Zustand. Die Instrumente, die sind ja wirklich praktisch wie neu. Also das kann man wirklich nicht anders sagen. Schaut euch das mal an. Und er hat jetzt genau 114.000 Kilometer. Das sind die Originalinstrumente und das ist nur deshalb möglich gewesen, weil der Wagen seinerzeit nur in der Garage stand, nur im Urlaub bewegt wurde, aber immer gepflegt und gewartet wurde. Wir haben so eine Akte, zeige ich euch nachher. Und deswegen sind sämtliche Instrumente, die ihr hier seht, ja, die sind ja alle neuwertig. Also wo gibt es einen Wagen? Wenn das jetzt alles neu verchromt ist und irgendwo gemacht wurde und voll restauriert wurde, würde ich sagen, naja, schön, okay. Aber dann sitzt und passt das alles nicht mehr so. Hier, das ist alles im Werk montiert und das zeigt sich heute noch in einem neuwertigen Zustand. Da die Originaluhr, die ist mega teuer und wertvoll, die kostet Tausende von Euro, aber in dem Zustand, da dürfte sie die beste originale Uhr sein, die es so ziemlich weltweit gibt. So, Blinker ist hier vorne Lenkrad, das wisst ihr, wird nach rechts gedreht, ist der Blinker rechts. Das war eben übrigens die Hupe, die ich da gedrückt habe aus Versehen. Und so ist Mitte. Das Original Lenkrad noch drin, der Spiegel hier, der Original ist nicht kaputt. Der gesamte Chrom hier oben, schaut mal hier, die Sonnenblenden aus Leder, immer noch in einem wunderschönen, wirklich tollen Zustand. Und laufen tut er gut, also er hängt schön am Gas, das merkt man. Ah, wunderschöner Wagen, was? Also oft ruckeln die und zuckeln die 190er, sind Motoren, das sind ja Vierzylindermaschinen mit 1,9 Liter Hubraum. Aber guck mal her, er ruckelt nicht, er zuckelt nicht. 4. Gang, Berg nach oben, macht er Ast rein, ohne jedes Problem. Ich muss nicht mal zurückschalten. Also das ist ein Auto, bekomme ich alle 20 Jahre einmal. Also ist jetzt der zweite originale Top 190, den wir bekommen. Und dann noch in dieser schönen Farbe. Ich habe mal so ein Auto
ich glaube 1988 oder 1990 nach Bremen verkauft. Schwarzlederrot mit 40.000 Kilometern. Aber ansonsten ist mir sowas nicht mehr untergekommen. Und das ist einfach toll. Also wenn man dann merkt, wisst ihr, wenn die Autos restauriert sind und da ändert sich der Charakter, die fahren dann auch anders. Oder wenn sie schlecht sind und runtergeritten, das ist alles nicht mehr original. Und wenn man ein wirklich gutes, originales Auto mal in die Hände bekommt, da wundere ich mich immer wieder, wie gut die Dinger damals schon gefahren sind. Weil das Gefühl, das hat man bei normalen Oldtimern oft nicht mehr. Das heißt, wenn man sich in der Regel einen Oldtimer kauft, dann fährt er verfälscht. Der fährt gar nicht mehr so, wie er ausgeliefert wurde. Und erst mit so einem Wagen wie mit diesem hier merke ich, wie gut die doch damals schon gelaufen sind, wenn die in Ordnung waren. Das ist wirklich einmalig. Der läuft ja absolut erste Klasse, kann ich nicht anders sagen. Beschleunigt schön, hängt schön am Gas. Super, schaltet sich auch gut. Oft sind die hier ausgenüdelt, hier unten eiern rum. Hat er alles nicht. Und ganz nett, schaut mal hier, der Schaltknauf mit dem Vierganggetriebe, auch original, das ist doch Gold wert. Also so ein Ding neu lackiert und so kann man immer da drauf bauen, aber nicht in dieser Qualität, die ist einmalig. Übrigens das Fahrgefühl beim 190er, man sitzt ja total offen. Es ist ja eine relativ kleine Scheibe und hier ist alles offen. Also das Fahrgefühl ist ein völlig anderes als wie bei neuen Cabrios heutzutage. Da sitzt man so eingebunkert und selbst wenn da ein Dach offen ist, was einen halben Meter lang ist, da hat man nie das Gefühl, dass man offen fährt. Hier, das ist so ein richtig schöner Offenfahr-Oldtimer und dann in dieser Originalqualität, also einmalig. Was ein schöner Wagen, was Paul? Also da muss ich wirklich sagen, das sind wieder so Probefahrten, die werde ich nicht vergessen. Da passt die Geschichte, der Wagen ist glücklicherweise immer in den richtigen Händen. Es reicht ja in diesen 60 Jahren, da muss noch einer dabei sein, der schlampig ist und sagt, egal, da ist so ein Auto hinüber und unwiederbringlich verloren. Das kriegst du auch mit einer Restaurierung nicht mehr hin. Das ist es ja, wenn die Autos restauriert sind. Eine Menge Leute meinen heute, restaurierte Autos sind so toll, aber der Charme ist weg. Das, was ein Oldtimer ausmacht und die Originalität, das Gefühl vermittelt zu bekommen, wie der mal gefahren ist, das gibt es nur bei so einem Wagen hier. Der läuft ja erste Klasse, was? Der läuft ja. Mein Gott, was haben die 1950 schon gute Autos gebaut? Also erst 1962 hier produziert worden, war ein spätes Auto, sind ja gebaut worden. Von 1954 bis 1963 war das Erfolgsmodell nach dem Krieg. Sind 25.000 Exemplare hergestellt worden. Wie gesagt, unser Auto hier, das ist ja, ich kriege mich gar nicht ein, wirklich toll. Du merkst das auch, wie der fährt, wie stramm der fährt. Nichts ausgeschlagen, die Schaltung, das Getriebe, so muss ein 190er laufen. Anders geht's nicht. Und dann noch diese tolle Farbe, glaube ich, einmalig. Also wenn ich mir überlege, dass Ostprodukte kosten 200.000 und mehr, und dieser Wagen hier kostet doch einiges unter 200, also kann ich teilweise gar nicht nachvollziehen. Also das ist ein Auto nach meinem Geschmack und es ist auch schön, sowas entdecken zu können. Man muss ja erst mal rankommen an sowas. Ihr glaubt ja gar nicht, wie oft ich Autos gezeigt bekomme, wo ich sage, nee, ist es leider wieder nicht. Und wie viele 1000 Kilometer im Jahr ich umsonst fahre, wo ich sage, das ist nicht meine Welt. Wir brauchen Autos in Cargold-Qualität. Und das hier ist zu 100% ein Cargold-Auto, weil das ist Cargold-Qualität, nichts anderes. Schaut euch das an. Also das ist nicht 1B, das ist 1A. Ich glaube, besser kann man das gar nicht beschreiben. Paul ist genauso begeistert. Freut mich ja auch, Paul ist, glaube ich, heute mittlerweile 27 Jahre, der ist 6 Jahre bei uns. Und der sieht das mittlerweile genauso. Der hat auch diese Originalität eingeatmet. Wenn man das ein paar Jahre macht in unserer Branche, in unserem Oldtimer-Business, da kommt man einfach dahin. Also Original ist immer das Beste und das kriegst du halt nicht. Ja, 190 SL, der ist 1,3 Tonnen schwer, ist 180 Spitze gelaufen, fährt man aber nicht mit so einem Auto, mit so einem Wagen. Fährst vielleicht 120, 130, das reicht auch. Er hat ja bloß einen Vierzylindermotor. Bei 1950 sich sowas leisten, sagen wir mal 55, 54, der hat es natürlich geschafft, der war natürlich ganz vorne. Genau. Stehen bleiben? Ja. Ja. Kannst mich ja im Auto, wie ich den da mache oder so. Ach so, ist noch auf Sendung. Das läuft, ja. Ja, ist egal, macht nichts. Wisst ihr, wir machen das ja immer so,
als ob wir uns das für uns machen. Wir machen es ja auch eigentlich für uns. Deswegen machen wir das ja auch schon so lange. Ich seit 37 Jahren, weil es mir wirklich Spaß macht. Also mittags in so einem Auto vor einer bayerischen Kapelle zu stehen, mich freut das total, in so einem Wagen sitzen zu dürfen. Da haben sich doch wirklich 3 verschiedene Menschen 60 Jahre lang bemüht, das Auto so original zu erhalten. Wo gibt's das denn? Also heute ist alles schnelllebig und zack, zack, alle 3 Jahre neuer Wagen. Guck mal hier, der ist 60 Jahre, der ist in einem Zustand wie ein Jahreswagen. Also ist doch unglaublich, was nach 60 Jahren. Und daran merkt man mal, wie gut und nachhaltig die Qualität von Mercedes damals gewesen ist. Die haben schon wirklich gute Autos gebaut. Jetzt hört mal, wie der sich anhört. Der läuft ja wie ein Uhrwerk, nicht? Seidenweich, bzzzt, toll. So, jetzt noch mal was. Hier übrigens auch alles neuwertig. Ne? Ja, das ist die Türverkleidung. So sieht eine wirklich gute 190 SL Türverkleidung aus. Hier die Kartentaschen, die waren da damals wichtig. Navi gab es ja nicht. Hier vorne, da geht's auf. Und jetzt noch mal das Klangerlebnis. Nee, das war falsch. So, klasse. So, wollen wir ausmachen? Tja, was ein tolles Auto. Jetzt gucken wir uns den mal im Freien an. Also jetzt gehen wir mal um den 190 SL rum, weil das Wichtigste an dem Auto, das ist eigentlich die Qualität. Es geht also mal hier oben los, das ist der Scheibenrahmen. Das ist der originale Chrom. Da sind die originalen Gummis drin und die sind so gut wie gar nicht gerissen. Gerissen sind die fast alle, da muss das alles auseinandergebaut werden. Hier, das kann man belassen. Schaut euch mal bitte die Sonnenblenden an. Unsere Jungs können dieses kleine bisschen Schmutz da noch rausbringen, aber das ist völlig original. Die sind nicht kaputt, die sind noch fest. Das kann man alles lassen, wie es ist. Schaut mal hier oben, die Schrauben, wie sie das gemacht haben. Das ist ja der Haken, um das Verdeck da nachher zuzuziehen. Das ist da hinten drin, das Verdeck. Hier vorne drin. Dann hier, das sind noch die Originalführungen in den Fenstern und das ist auch in Ordnung. Das wackelt nicht, das scheppert nicht, gar nichts. Das Leder ist das originale rote Leder, mit dem der Wagen seinerzeit bestellt wurde in Wiesbaden, ausgeliefert wurde. Und das gleiche gilt hier auch für den Sitz. Der hat damals als extra diesen Einzelsitz genommen, das heißt, da konnte hinten ein Kind sitzen oder auch ein Hund oder ein bisschen Gepäck, je nachdem, wie man es wollte. Ja, da mal weiter. Schaut mal hier unten, diese kleine Gummieinlage. Das ist die Originale. Es ist an dem Auto wirklich überhaupt nichts verändert worden. Seht euch mal dieses scharfkantige Spaltmaß an. So sieht ein Wagen aus, wenn er denn nicht lackiert wurde. Wenn er nicht rund geschliffen wurde. Das ist ja das Problem. Im Laufe von 60 Jahren ist so ein Wagen 10-mal lackiert worden. Da wird es immer wieder runtergeholt, der alte Lack. Da wird das rund geschliffen. So, wenn das nicht der Fall ist, guckt euch das mal an, wie das dann aussieht. Hier vorne auch noch. Leicht rund poliert ist die Original Daimler-Benz-Plakette. Das ist die richtige, keine andere. Seht ihr das hier? So muss die aussehen, höchstwertig. Heute wird das irgendwie, wenn ihr solche Dinger euch bestellt von 119 in irgendeinem Teilehandel, das ist dann so lackiert in Blau, das sieht schrecklich aus. Das ist die richtige, so gehört das. Da vorne ist der Stern, da ist ganz bisschen das Material abgeblättert. Chrom ist in Ordnung, das muss man so lassen. Ich meine, jetzt sieht man natürlich ein bisschen, dass die Sonne, dass der Chrom auch leicht anpoliert ist, aber finde ich nicht. Also an dem Auto darf man überhaupt nicht beigehen, muss man lassen, wie er ist. Das habe ich auch beim Fahren eben gemerkt. Ja, dann hat er, das haben sie danach geändert, die zweiteiligen Radkappen, die sind da 1963 geändert worden. In diese löcherigen Dinger, die waren auch noch zweiteilig, das waren die etwas früheren vom Baujahr 1962. Jetzt gehe ich mal ums Auto rum, schaut euch mal die Fläche, schaut euch mal die Front an. Man sieht, dass da gar kein Spachtel, dass da nichts drauf ist hier. Wir haben es auch gemessen, also wir haben ein Messprotokoll von dem Auto, was das belegt. Schaut mal, wie dieser Deckel hier hinten drauf sitzt. Tja, so hat Mercedes früher Autos gebaut. Mit so einem Spaltmaß, das bekommen die meisten Restaurierungsbetriebe nicht mehr hin. Und ihr müsst nur, wenn ihr euch ein neues Auto kauft oder einen Oldtimer kauft, genau gucken. Das ist ganz wichtig. Da geht einfach mal hier so einer Linienführung nach, da seht ihr sofort, ob das rund geschliffen ist oder nicht. Also schaut mal hier. Also das sollte Paul mal wirklich ganz genau zeigen, wie das alles sitzt hier hinten. Guck mal hier, das Original noch, das Original-Gummi da hinten. 190 SL. So gehört das. Nehmt euch immer eine Minute Zeit, wenn ihr euch ein Auto kauft und guckt ganz genau. Da werdet ihr schnell entdecken, dass es ein gutes Auto oder nicht. Da reicht es, Laie zu sein. Man muss nur genau gucken, das ist ganz wichtig. Tja, schaut euch das an. Original-Tankdeckel mit dem Mercedes-Stern hinten drauf. Stoßstange sitzt wie am ersten Tag. Er hat die etwas größeren Rückleuchten, das ist ja die zweite Serie. Ihr wisst vielleicht, dass 1955 die erste Serie gebaut wurde mit den Schalensitzen.
Ja, und dann schaut euch bitte mal die ganze Linie von dem Auto an. Die ist ja wirklich sensationell. Wollen wir den Motorraum hier auch zeigen? Ja. 190er bekommt man immer hier vorne. Hier ist der Hebel. Ja, so sieht er dann von innen aus, wenn er original ist. Hier vorne sind die ganzen Nummern, Karosserienummer, da vorne die Fahrgestellnummer. Also auch das, so ist er ausgeliefert worden, nicht anders. So sieht ein originaler 190 SL Motor aus, mit Solex-Vergasern, 4 Zylinder, 105 PS, 1,9 Liter Hubraum, Spitze 180. Ja, und jetzt, was nochmal ganz wichtig ist, die meisten Hauben, man kriegt so ein Haubengefühl. Hier merke ich, das ist eine leichte Aluminiumhaube. Total leicht, und das hört ihr auch, wenn ich die jetzt zumache. Zack, das ist es. Die wippt nicht nach, die fällt ganz gerade ins Schloss und ist zu und ist vor allen Dingen leicht. Ihr könnt an Hauben, wenn ihr die aufmacht, immer sofort merken, viel Spachtel drauf, Hälfte Spachtel drauf, merkt man sofort. Und das Erste, was ich immer mache, wenn ich mein Auto angucke, Haube auf und mal so machen, weil ich ja weiß, wie Originalhauben wiegen, weiß ich sofort, da sitzt ein Kilo Spachtel drauf oder nicht, das spürt man. Und das könnt ihr, also ich denke mal, ich weiß es von vielen, die sich dann alte Autos kaufen, die gucken sich mal 5 oder 6 an, macht den Haubentest, immer mal ein bisschen so, da merkt ihr sofort, was das für ein Wagen ist. Und dann weiter ganz genau gucken. Also hier, wir machen das ja für euch immer schon, da stimmt wirklich alles. Also ich sag mal, das ist ein 95% Auto, 100 kann es da nicht geben, aber die Qualität von dem Wagen, also ich bin wirklich sprachlos. Ich hoffe, dass ich das erlebe, dass ich noch einen dritten in der Qualität erlebe. Ich bin da mittlerweile 62, wie ihr wisst. Also das ist schon ein ganz großes Kino. So, jetzt haben wir da in unserem Auto tatsächlich was entdeckt, was nicht richtig ist. Es gab ja immer früher diese fummelige Stütze hier vorne. Könnt ihr sehen, da kriege ich jetzt nicht runter. Da hat er sich doch tatsächlich einen Gasstoßdruckdämpfer, also sowas hier, ja, eingebaut. So. Also das gehört da nicht, aber ist ein bisschen einfacher, dann steht da ordentlich offen. Und wenn ihr jetzt hier unten mal runter guckt, das ist der Kofferraum, Original Gummimatte von damals, alles noch vorhanden. Und da der immer nur in der Schweizer Garage gestanden hat, nur im Sommer gefahren wurde, sieht er dann auch so aus. Ne? Also wirklich ein absolut einmaliger Wagen. Dran zu tun ist nichts, ich wüsste nicht was. So, und jetzt mache ich den einfach so zu, das ist natürlich toll, ne? Naja, aber es ist halt nicht original. Gut, müssen wir abschließen, ne? Okay. Ja, also unser 190 SL hat auch damals die Luxusausführung vom Radio Becker Mexiko bekommen, und das, was ihr da seht, das ist gerade komplett renoviert worden mit Rechnung bei einer Top-Adresse, weil es ist natürlich auch ein bisschen in die Jahre gekommen, war nicht mehr ganz in Ordnung. Jetzt ist es neuwertig, wir haben es in der Kiste bekommen, unsere Jungs haben das in der Mechanik eingebaut, funktioniert auch. Also man kann wirklich sagen, Auto ist absolut klasse. Ich wüsste im Moment gar nicht, was man da machen sollte an dem Wagen. Er läuft wirklich herrlich, macht einen Riesenspaß, bei so einem Wetter offen zu fahren. Und dadurch, dass man auch genug Wind in der Luft um die Nase hat, wird es auch gar nicht so heiß. Also bemerkenswert, fällt wirklich auf. Und das ist ganz einfach ein wunderschöner 190er. Ja, das Auto steht bei uns in Beuerberg. Wir werden dann wahrscheinlich aber nach Rosenheim in den Laden rübernehmen. Wer wirklich einen guten 190er sucht, der authentisch ist, der kommt an dem Auto nicht vorbei. Kann ich euch als jemand sagen, der das schon sehr, sehr lange macht und sehr, sehr lange unterwegs ist in diesem Geschäft und schon ganz viel gesehen hat und auch schon ganz viel gefahren hat vor allen Dingen. Also der ist wirklich klasse, der Wagen. Der hat sogar rechts einen Außenspiegel vorne. Das ist eine absolute Rarität. Also man hat einen tollen Blick. Auch nach hinten ist oft ein Problem bei alten Autos. Daran haben sie hier gedacht, das war damals nicht serienmäßig. Das war ein Extra. Also er fährt ja wirklich vorzüglich. Er läuft ja wunderschön.
Jetzt sind wir mit unserem 190 SL Mercedes, Baujahr 1962, ungefähr 15 Kilometer gefahren. Er läuft einmalig. Also Paul sagt gerade, der fährt sich ja wie ein 220a mit 6 Zylindern. Und das muss ich auch sagen. Also ich habe so einen gut laufenden 190er noch gar nicht gehabt. Mal ganz davon abgesehen. Also genauso wie der aussieht hier von der Qualität, läuft er auch technisch. Lenkung, das ist alles tipptopp in Schuss. Hier ist wirklich alles gemacht worden. Ich finde es auch bemerkenswert, dass der Eigentümer jetzt sogar noch ein neues Radio hat hier komplett renovieren lassen. Bei einer Top-Adresse mit Rechnung. Es ist alles dabei. Und ja, wirklich ein schönes Auto. Er hat das Auto auch fast 20 Jahre lang gehabt, nachdem er die ersten fast 40 Jahre in erster Hand war, in der Schweiz nur im Sommer bewegt wurde. Also sowas ist wirklich besonders und was ich so schön finde, ist diese tolle Farbe. Ne? Und ihr glaubt ja gar nicht, wer sich über YouTube alles meldet. Also wir merken, dass wir mittlerweile richtige Fans haben. Leute, die das gerne machen, das müssen wir hier mal wirklich mal rumdrehen hier. Das kippt immer wieder runter. Das ist die Schraube hinten lose. Guck mal, da ist eine Schraube dahinter. Ja. Kannst du die festdrehen? Jetzt ist es besser. So. Das ist damals beim 190er, war nicht elektronisch, das war noch alles per Hand. Was aber im Grunde auch wirklich schön ist. Weil man weiß hier genau, was man macht und wozu das führt. Und hier merkt man auch, dass die ganzen elektronischen Helfer im Grunde gar nicht nötig tun. Man fährt Auto, man genießt es, kein Gebimmel nervt einen ständig an jeder Ecke. Man muss halt aufpassen, man hat einen Rückspiegel, man hat Gaskupplung und Bremse und fertig und der Rest macht einfach nur Spaß. Ja, in dem Sinne hoffe ich, wir haben euch wieder ein bisschen Freude gemacht mit einer schönen Probefahrt. Die war wirklich außergewöhnlich in einem originalen 190 SL Mercedes aus 1962. Ich möchte mich jetzt bei euch wie immer verabschieden. Bis zu unserem nächsten Film, da freue ich mich schon wieder drauf und hoffe, dass ihr dabei seid. Bis demnächst, euer Stefan Luftschütz und ciao.